freut mich sehr, dass ich da sein kann. Meine Untertöne sind anders als bei Uwe. Meine Untertöne kommen aus Österreich. Ja, also jetzt ein bisschen umstellen vom Zuhören. Genau, wenn irgendwas nicht verständlich ist, weil ich doch zu sehr in die österreichische Sprache verfalle, bitte gerne auch melden. Markus hat schon gesagt, was helfen denn jetzt diese PDF-Techniken? Ich bin Umsetzerin, das heißt, wir bearbeiten sehr, sehr viele PDF-Dokumente und wie ich so begonnen habe, in die Tiefen dieser Arbeit einzusteigen, war es irgendwann einmal klar, der Standard oder auch das Matterhorn-Protokoll beantworten nicht alle Fragen. Es bleiben Fragen offen, wie denn jetzt diese konkrete Umsetzung wirklich funktioniert. Ich habe hier ein Bitmoji von mir dann auf die Folie gegeben, sehr nachdenklich mit 3 Wolken zum Nachdenken. Das eine ist so ein Screenshot aus dem Acrobat, wo einmal Originaltext und Alternativtext angeboten wird. Einmal so ganz am Beginn die Frage, ja, was ist denn da der Unterschied? War einfach einmal da. Oder wie soll man denn einen Titel jetzt taggen in einem Dokument? Wie tut man denn da? Oder wie sind denn Listen richtig getaggt? Aus Word kommen sie als Listen heraus, aber das Label, also hier in diesem Beispiel erstens 5 Apples, zweitens 9 Oranges und so weiter, das Label war dann mit dabei im Listentext. Ist es richtig oder ist es falsch? Und so kamen viele Fragen im Laufe der Zeit dazu. Viele Fragen wurden so in der Kommunikation mit anderen Experten, Expertinnen beantwortet. Auch hier wieder Markus als gute Stütze, wo ich dann auch viele Antworten bekommen habe, immer wieder. Aber einige Fragen blieben auch offen. Und ich war dann sehr froh, wie ich die Einladung bekommen habe, bei der LWG, Liaison Working Group von der PDF Association mitzuarbeiten, um die PDF-Techniken, die es in WCAG schon gibt, neu zu machen. Denn die sind alt, ja, nicht mehr zeitgemäß, passen nicht zum PDF-UA-Standard und so. Denn dort haben wir begonnen, genau diese Dinge zu diskutieren. Und da waren dann die Fragen weg. Auf jeden Fall bei den Dingen, die wir schon bearbeitet haben. Also meine Sichtweise zu den PDF-Techniken ist die der Anwenderin, der Bearbeiterin von PDF-Dokumenten. Wozu dienen die PDF-Techniken? Es geht wirklich um Information zum Verständnis und zur Implementierung der Standards. Das heißt einerseits für die Umsetzer, Umsetzerinnen, andererseits aber auch für Softwarefirmen, die dann sagen, na, wie soll ich denn meine Software jetzt gestalten, damit sie das auch wirklich korrekt macht. Sie sind nicht verpflichtend. Also die PDF-Techniken sind nicht verpflichtend, sondern als Unterstützung gedacht. Eben schon gesagt, wir aktualisieren diese PDF-Techniken, die es in den WCAGs gibt. Wer arbeitet mit in diesem Team? Grundsätzlich ist es eben eine Liaison Working Group von der PDF Association und wir haben im Team PDF-UA Fachleute, Fachkräfte, WCAG-Fachleute, immer wieder auch einmal Fachleute von assistierenden Technologien. Da wünschen wir uns noch ein bisschen mehr Mitarbeit, also wenn Sie selber Fachkraft bei den assistierenden Technologien sind oder vielleicht auch User assistierender Technologien, freuen wir uns über Mitarbeit. Das ist noch ein bisschen unterrepräsentiert bei uns. Und wir haben auch PDF-Fachleute.
bei uns in dieser Gruppe mit drinnen, weil es auch darum geht, dass PDF-UA natürlich so als Basis PDF 32.000 hat. Eben und das Ganze im Kontext der PDF Association. Wie man da mitarbeiten kann, kommt am Schluss noch einmal. Wie schauen diese PDF-Techniken jetzt aus? Wir haben sie eigentlich erst seit kurzer Zeit aufgeteilt auf 2 Teilbereiche. Die Fundamentals sind der Bereich, der relativ neu ist, weil wir festgestellt haben, wir müssten sonst in jedem Beispiel, das wir in den PDF-Techniken bringen, praktisch diese fundamentalen Sachen immer mit bearbeiten. Und da haben wir gesagt, das ist nicht gut, das nehmen wir raus, es geht einmal um die Fundamentals, so die grundsätzlichen Voraussetzungen, die ein PDF-Dokument oder PDF-UA-Dokument erfüllen muss. Und der zweite nachfolgende Kreis sind dann die Use Cases, das heißt, es geht hier um Anwendungsfälle, die eben kategorisiert sind nach Dokumentinhalten. Um noch ein bisschen besser und genauer zu beschreiben, welche Fundamentals gibt es, welche Use Cases gibt es. Das Fundamental One, einfach so diese Befolgung der technischen Grundregeln. Was macht ein PDF-Dokument valide? Ja, sodass es grundsätzlich einmal stimmt. Das Fundamental 2 ist Textinhalt, ist maschinenlesbar. Fundamental 3, wirklicher Inhalt und Artefakte werden unterschieden. Ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei Dokumenten, dass es vor allem auch Dokumenten, die sehr auf visuelle Schönheit auch ausgelegt sind, da sind sehr viele Inhalte drinnen, die für Menschen, die sehen können, gestaltet sind und für manche assistierende Technologien sehr störend sind. Also diese Unterscheidung, was ist wirklicher Inhalt, was ist Artefakt. Fundamental 4, die logische Reihenfolge des Inhalts und Fundamental 5, die angemessene Semantik. Das ist so die Basis der PDF-Dokumente und dann gehen wir weiter in die verschiedenen Teile, die so ein Dokument haben kann, aber nicht haben muss. Also diese Fundamentals sind für alle Dokumente einmal grundlegend. Alles andere ist dann je nachdem, welche Inhalte das Dokument hat. Und die sind jetzt nicht gereiht nach Wichtigkeit, sondern nach Alphabet. Ja? Also es kann Captions geben, es kann Figures geben, Formularfelder, Überschriften und so weiter. Da setzen wir uns in den einzelnen Use Cases dann immer auseinander. Wie ist denn das jetzt ganz richtig gemacht? Markus, immer von deiner Seite, wenn du Ergänzungen hast, bitte gerne. Welche Informationen enthalten dann die Techniken? Sie werden in englischer Sprache sein, um auch international wirklich zugänglich zu sein. Es gibt dann bei jeder Technik eine Zuordnung, entweder zu Fundamental oder zu Use Case. Es gibt dann die Beschreibung der Technik. Ich werde nachher noch ein paar Beispiele auch zeigen, damit Sie das dann noch genauer sehen, was wir da meinen. Es gibt dann noch diese Zuordnung, ist es ein Pass Case, also ist es ein Beispiel, das richtig ist, oder ist es ein Fail Case, das heißt ein Beispiel, das so nicht funktioniert. Es gibt Referenzen zum Matterhorn-Protokoll, Referenzen zu WCAG 2.1. Es gibt dann bei jeder Technik ein Beispieldokument. Diese Beispieldokumente sind sehr atomar, Sie werden es dann auch sehen. Das heißt, wir versuchen immer in diesen Dokumenten nur genau dieses eine Beispiel zu erfassen. Das heißt, es können auch wirklich Dokumente sein, da steht ein Satz drinnen oder ist ein Bild drinnen oder so. Und dann gibt es auch noch Tests, eine Test-Procedure, wo wir Technologie unabhängig beschreiben, wie kann man das jetzt testen, ob das diesem Use Case entspricht, diesem Fundamental entspricht.
Ja, und jetzt gehe ich schon in ein erstes Beispiel hinein, einer PDF-Technik, die wir entwickelt haben. Das Beispiel für fehlendes Unicode-Mapping. Das haben Sie vielleicht schon erlebt, wenn Sie dann mit dem PEG prüfen, dass dann sogar eine Fehlermeldung kommt. Das ist ja noch leicht zu überprüfen, das dann zu reparieren schon gar nicht mehr so einfach. Es ist im Character Code not mapped to Unicode, ist so die Bezeichnung in den PDF-Techniken, gehört zu Fundamental 2, das heißt Textinhalt ist maschinenlesbar. Die Beschreibung eben auch auf Englisch, this example demonstrates the failure condition that applies when Unicode mapping for character is missing. Das heißt, das Beispiel demonstriert, was schief geht, wenn jetzt das Unicode-Mapping nicht da ist. Ist ja eben ein Fail, gehört zum Matterhorn-Protokoll 10001, WCAG 131 und es gibt eben das Beispieldokument dazu und ich gehe, bevor ich ins Beispieldokument gehe, noch auf die nächste Folie. Die Beispieldokumente übrigens, die ich hier zeige und die ich auch referenziere in den Folien, die können mitgeliefert werden. Ich hoffe, sie werden dann auch zum Download zur Verfügung stehen. Genau, und hier ist noch die Test Procedure, das heißt, hier sind 3 Checkpunkte. Check that the related characters are present as extractable characters for content intended to be consumed as text. Das heißt, alle Buchstaben, die als Text erkannt werden sollen, müssen auch als solche extrahierbar sein. Ist schon eine sehr technische Sprache. Ja. Wenn man so ganz neu in dieses Thema kommt, muss man sich dann schon auch einmal einlesen, aber ich glaube, mit den Beispieldokumenten wird es schon klarer dann. Ja. Dann check that the Unicode can be derived for any text content, also dass der Unicode ausgelesen werden kann für jeden Textinhalt. Und check that the extractable characters match their visual appearance. Und bei diesem Beispiel, das wir hier in dieser Technik beschrieben haben, sind alle 3 Punkte nicht erfüllt. Ich wechsle jetzt in das Beispieldokument. Ich habe das Dokument jetzt hier geöffnet in Access PDF, weil es hier am schönsten überprüfbar, gleichzeitig überprüfbar und reparierbar ist. Ich starte einmal, ich hoffe, Sie können es halbwegs sehen und ich bin nicht zu schnell, die Software zu bedienen. Ich gehe ganz rechts in das Menü, die Prüfung und also klicke auf Prüfung und gehe dann unten rechts auf den Button Aktualisieren, um einmal insgesamt die Prüfung zu starten. Und hier habe ich die Fehlermeldung, dass eben ein Textobjekt nicht mit Unicode hinterlegt ist. Wenn ich diese Prüfung noch ein bisschen größer ziehe, kommt man auch zum weiteren Text. Wenn ich dann noch die Screenreader-Vorschau starte, die in Access PDF auch enthalten ist, das ist links unten der Button und auch hier ist wieder rechts der Aktualisierungsbutton, dann sehe ich, was dann Screenreader angezeigt bekommen, nämlich den Text Fail und dann 2 P-Tags ohne wirklichen Inhalt, weil hier kein Unicode dahinter liegt und der Pfeil oder dieses Symbol für Radioaktivität nicht ausgelesen werden kann, weil der Unicode fehlt. Und wenn ein Pfeil nicht ausgelesen werden kann, ist es manchmal vielleicht nur blöd. Ja? Aber wenn das Symbol für Radioaktivität nicht ausgelesen werden kann, dann kann das sehr wohl eine gefährliche Situation erzeugen, möglicherweise. Um das jetzt zu reparieren, habe ich mir schon in einem Word-Dokument die Symbole geholt, wo es von einer Schrift, die Unicode kodiert ist, und von diesem Word-Dokument
kopiere ich es jetzt auch heraus. Also ich wechsle in das Word-Dokument, kopiere mir einmal den Pfeil, wechsle wieder ins PDF-Dokument und gehe jetzt im Menü, das oben ist, auf Schriften und habe hier die Möglichkeit, die Unicode-Zuordnung zu bearbeiten. Und dort, wo der Unicode fehlt, ist mir diese Schrift auch rot hinterlegt. Und ich gehe dann hier in dieses Feld Zeichen, kopiere den Pfeil hinein, es wird automatisch der Unicode mitgeliefert und jeder Screenreader weiß, dass es jetzt ein Pfeil nach rechts ist. Dasselbe mache ich noch einmal mit diesem Zeichen. Wieder in Access PDF, weitere Schrift. Und wende das einmal an und wenn ich jetzt erstens mal noch einmal die Prüfung starte, habe ich keinen Fehler mehr, die Unicode-Zuordnung ist erledigt und wenn ich in die Screenreader-Vorschau gehe und das aktualisiere, sehe ich dann, ich weiß nicht, ob Sie sehen, ist schon sehr klein, ja, aber das können Sie selber dann auch ausprobieren, wird es gesehen, dass dieser Pfeil nach rechts dann auch dargestellt wird und auch das Symbol für Radioaktivität. Ein Beispieldokument. Das heißt, das Beispieldokument, das drinnen ist in den PDF-Techniken, ist das falsche, weil es ein Fail-Case ist. Ja? Hier sieht man, wie es falsch ist. Es gibt dann aber auch zu jedem Fail-Case auch einen Pass-Case, wo Sie sich dann anschauen können, wie es richtig ist. Dieses Dokument hier ist nur für heute gemacht, nur für diesen Vortrag. Die Dokumente dann, die in den PDF-Techniken sind mit anderem Text möglicherweise oder anderen Bildern, aber vom Grund her genauso aufgebaut. Ich wechsle wieder in die Präsentation, weil es hier nicht nur die Möglichkeit eines fehlenden Unicode-Mappings gibt, sondern auch die Möglichkeit eines falschen Unicode-Mappings. Ist in den Folien also auch wieder diese gesamte Struktur der PDF-Techniken drinnen. Werde ich jetzt nicht mehr im Einzelnen drauf eingehen. Sie können es auch nachlesen in den Folien, wenn sie dann zum Download zur Verfügung gestellt werden. Aber jetzt geht es eben um falsches Unicode-Mapping. Hier öffne ich jetzt, also ich schließe mal dieses Dokument, öffne das dazugehörige wieder in Access PDF. Wenn ich jetzt die Prüfung starte, ist die gleiche Prüfung, die im Pack enthalten ist, habe ich keine Fehlermeldung mehr, weil ja grundsätzlich das Unicode-Mapping gemacht wurde. Allerdings, wenn ich in die Screenreader-Vorschau gehe, dann sehe ich, dass das Unicode-Mapping falsch ist. Der Pfeil ist mit einem Bindestrich und einem kleiner Zeichen, größer Zeichen, oh mein Gott, egal, auf jeden Fall als 2 Zeichen, kein Pfeil. Und das Radioaktivzeichen ist einfach nur ein Punkt, ein Bullet. Ja? Also falsches Unicode-Mapping. Auch das kann ich korrigieren mit Access PDF. Weitere Beispiele für die PDF-Techniken. Jetzt habe ich eins genommen, das zu einem Use Case dazugehört, und zwar der fehlende Begrenzungsrahmen oder die fehlenden Bounding Boxes. Kennt man auch, ja. Und die sind leider ein böser Bug von Word, denn wenn ich mit Word ein PDF hinausschreibe, wird bei keinem einzigen Bild die Bounding Box mitgegeben. Auch die kann ich händisch sehr, sehr schwer nachreichen. Also da dann die ganzen Koordinatoren im PDF-Dokument auf der PDF-Seite dann auslesen und richtig eintragen, damit beschäftige ich mich nicht. Ja. Aber eben es gibt hier leider ganz, ganz oft diesen Fehler aus Word-Dokumenten, Figure without B-Box, ohne Bounding Box, ohne Begrenzungsrahmen, gehört zum Use Case Figure. Auch hier wieder ein Fail Case mit der ganzen Zuordnung zum Matterhorn-Protokoll, zu den WCAGs. Auch hier wieder das Beispieldokument. Und ich gehe hier noch einmal genauer in die Test Procedure.
Hier steht, check that any decorative image is not tagged with figure, but is marked as an artifact. Also, ja, alles, was dekorativ ist, soll keine Figure sein, muss ein Artefakt sein. Check that only non-textual content is tagged as figure, also dass kein Text in einem Figure Tag landet, sondern nur Nicht-Textinhalt. Und check that the figure tag has B-Box entry that matches the boundaries of the visible content. Das heißt, dass jede Figure einen Begrenzungsrahmen hat, das ausgibt, wie groß ist die Figure, wo im Dokument sitzt sie. Eine kurze Zwischenfrage. Vielleicht mit Mikrofon, damit alle, die im Chat sind, auch. Kurze Technik. Ich glaube, es wird von hinten freigeschaltet. Test. Ja. Kurze technische Zwischenfrage. Wie wirkt sich das denn aus? Ist das nicht in einem barrierefreien Dokument egal, wie groß ein Bild dargestellt oder welcher Ausschnitt? Zeige ich dann gleich noch. Ja, gute Frage, vielen Dank. Nein, ist nicht egal. Das ist nur für blinde Leute egal, aber nicht für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Für die ist es nicht egal. Ja, ja, genau. Genau, und hier ist es so, dass das erwartete Ergebnis ist, eben, dass der Check 1 und 2 richtig sind und der Check 3 ist falsch. Bei genau diesem Beispiel, bei genau dieser Technik. Ich wechsle wieder in Access PDF und rufe das richtige Dokument auf, also schließe das vorige. Was Access PDF auch kann, was mir im Acrobat sehr, sehr fehlt, ist das Suchen nach Tags im Tagbaum. Es gibt hier eine Tagsuche, das heißt, wenn ich dann das ganze Dokument, im ganzen Dokument einmal prüfe, ob alle Bounding Boxes richtig gesetzt sind oder gesetzt sind, trage ich einfach hier in der Tagsuche den Namen des Tags ein. Achtung, Groß- und Kleinschreibung ist wichtig im PDF. Und gehe dann entweder auf Enter oder auf die Pfeiltaste und es findet mir im Tagbaum dann den jeweiligen Tag der Reihe nach durch. Ja. In dem Fall ist es ein kleines Dokument, wäre jetzt nicht notwendig gewesen, aber diese Tagsuche erleichtert das Leben schon sehr. Wenn ich die Prüfung aktualisiere bei diesem Dokument, sehe ich auch in der Ausgabe, dass dieser Figure Tag keine Bounding Box hat, keinen Begrenzungsrahmen hat. Auch hier in der Prüfung, wenn ich es doppelklicke, springt es auch im Tagbaum dorthin, wo sich dann dieser Figure Tag befindet. Und jetzt wechsle ich auf der rechten Seite, also so wie ich das eingestellt habe, ja, Access PDF ist sehr konfigurierbar, aber so wie ich es eingestellt habe, auf der rechten Seite in das Eigenschaftenfenster. Das ist bei mir ganz oben. Und in diesem Eigenschaftenfenster finde ich ganz am Schluss in der Liste den Begrenzungsrahmen und sehe, hier ist nichts eingestellt. Und hier brauche ich einfach nur auf irgendein Plus zu klicken und Access PDF rechnet ganz klar aus, wo jetzt dieser Begrenzungsrahmen ist und zeichnet den. Und man sieht es visuell, ja, ist gut sichtbar hier, dass auf einmal nicht nur diese grüne Hinterlegung der Figure ist, sondern auch ein roter Rahmen. Und wenn dieser rote Rahmen da ist, dieser rote Rahmen da ist, dann weiß ich, da ist die Bounding Box jetzt gezeichnet. Ja. Ich speichere jetzt dieses Dokument einmal, denn im PDF Accessibility Checker kann ich das jetzt auch noch mir anschauen. In der Screenreader Vorschau, hier sehe ich nämlich dann auch dieses Bild ganz korrekt wiedergegeben. Und so gibt es eben auch diesen VIP-Reader, den ich zuerst erwähnt habe, wie mich Markus gefragt hat. Auch hier wird dieses Bild einmal grundsätzlich nur als angezeigt, hier ist ein Bild.
und der Alternativtext wird gezeigt und wenn man dann draufklickt, dann wird dieses Bild vergrößert und ist auch skalierbar für Menschen mit hohen Sehbeeinträchtigungen. Genau. Also fehlender Begrenzungsrahmen ist eine dieser PDF-Techniken, die wir da drinnen haben. Oh ja, danke. Dann werde ich nicht mehr alle PDF-Techniken zeigen, aber ich hoffe, die Folien sind soweit aussagekräftig, dass Sie das dann auch selber sich anschauen können und selber dann weitergehen können in den Beispielen, die noch dabei sind. Da werde ich dann noch welche überspringen, beziehungsweise diese Incorrect Bounding Box noch kurz zeigen. Das heißt, hier ist zwar eine Bounding Box da, wieder keine Fehlermeldung. Es gibt eine Bounding Box, aber die ist nicht groß genug. Ich zeige es jetzt einmal zuerst im Pack, wie das dann ausschaut. Und man sieht hier, diese Bounding Box ist zum Beispiel zu klein. Man sieht nur einen Teil der Grafik, weil die Bounding Box nicht richtig gesetzt ist. Ich habe aber keine Fehlermeldung mehr. Ja? Und wenn ich das jetzt auch noch im Access PDF öffne, einmal auch ein weiterer Weg, etwas zu finden im Tagbaum, ich klicke einfach das Element nur an, sehe ich, dass dieser rote Rahmen zu klein ist, wenn ich sehen kann. Ja? Und hier kann ich auch wieder in den Eigenschaften zuerst einmal diese Bounding Box löschen und automatisch neu setzen lassen. Oder wenn ich merke, das setzt nicht korrekt, kann ich auch hier diesen Rahmen händisch so groß ziehen, wie ich das möchte, um diese Incorrect Bounding Box zu korrigieren. Ja, auf die Tube drücken. Das heißt, das List-Numbering-Attribut bitte in Selbststudium, wenn Sie Interesse daran haben. Noch einmal jetzt zurück insgesamt auf die PDF-Techniken überhaupt, weil Sie wahrscheinlich sich fragen, ja, wo findet man dieses Wissen jetzt? Leider noch nirgends. Wir haben seit ungefähr einem halben Jahr die Frequenz unserer Meetings von 2-wöchentlich auf wöchentlich erhöht, damit wir einfach schneller auch jetzt ins Veröffentlichen kommen. Es wird auf der Webseite der PDF Association veröffentlicht werden. Wir werden es auch schauen, alle, die da mitarbeiten, sobald wir veröffentlichen können, dass wir das auch gut weiter transportieren in all unseren Kanälen. Beim Zeitrahmen habe ich mich auch noch einmal mit Markus abgesprochen. Was können wir jetzt sagen? Wir können nur sagen, in Kürze. Wir hoffen heuer noch, dass die ersten Dokumente veröffentlicht werden. Insgesamt ist es ein wachsendes System. Das heißt, das, was wir bis jetzt haben, ist ein Teil von dessen, was geplant ist. Also sie werden sicher im Laufe der Zeit immer mehr werden, sodass einfach die PDF-Techniken auch gut abgedeckt sind. Oder Ihre Fragen dann auch abgedeckt sind, die Ihnen vielleicht schon gekommen sind oder noch kommen werden. Markus hat es auch schon gesagt, so heute Morgen, es ist eine offene Arbeitsgruppe, das heißt, man muss kein Mitglied der PDF Association sein. Ich habe hier in den Unterlagen auch noch einmal den Link hineingegeben. Da kommt man zur Seite dieser Working Group auf der Seite der PDF Association. Unsere wöchentlichen Meetings sind immer mittwochs von 17:05 Uhr bis 18 Uhr, internationales Meeting, Amerika mitdenken. Und 17:05 Uhr ist vielleicht ein bisschen komisch, aber da geht es darum, dass manche bis 17 Uhr ein anderes Meeting haben und dann wechseln müssen. Somit haben wir da 5 Minuten Wechselzeit auch mit hineingegeben. Also über Mitarbeit würden wir uns sehr, sehr freuen. Die kann jetzt direkt als Mitarbeit in dieser Working Group sein oder wenn Sie sagen, da habe ich eine Frage, da komme ich nicht weiter, das könnte doch auch in den PDF-Techniken veröffentlicht werden, auch gerne schon atomare Dokumente an uns schicken. Sie haben hier dann ein paar Dokumente dabei, was wir unter atomaren Dokumenten verstehen, also wirklich ganz fokussiert auf das eine Problem, das Sie haben.
Ich habe die E-Mail-Adressen jetzt hier auch noch auf der Folie stehen oder in den Unterlagen dann stehen. An Markus Erle können sie geschickt werden, an Jochen Fehling, auch ein Mitarbeiter von Access4, und an mich können sie geschickt werden. Genau, also wir freuen uns über jede Art der Mitarbeit in dieser Working Group. Ah ja, 3 Minuten überzogen. Wir kommen zu den Fragen.